willkommen hier in der Brickworld zu einem weiteren Update-Video hier direkt auf der Baustelle. Nachdem im letzten Baustellenvideo hier nicht so viel passiert ist, wie ich eigentlich vorhatte, weil ich noch viele Kleinigkeiten zu erledigen hatte, möchte ich heute jetzt hier wirklich in diesem Video ein großes Stück vorankommen, denn ich denke, dass wir diesmal nicht mehr so viele Kleinigkeiten haben, die gemacht werden müssen. Ich habe noch einen extra Farbeimer weißer Farbe hergeholt, damit auch wirklich genug Material da ist. Neues Material für die anderen Arbeiten wie Fenster und die Heizungskörper wird noch kommen, habe ich vorbestellt, hole ich noch ab. Und ansonsten würde ich sagen, fangen wir heute hier einfach mal an, richtig weiterzumachen mit der Baustelle, denn weiterhin steht der Plan, ich möchte Mitte März hier mindestens angefangen haben, dass hier Deko steht, dass die Tische stehen, ist mein Plan. Ich hoffe, es klappt. Dann, ja, ich hoffe es einfach, denn es ist ja eh schon Monate später, als ich es ursprünglich geplant hatte, aber das hatten wir ja alles schon mal durchgesprochen. Ansonsten würde ich sagen, hoffentlich bleibt ihr dabei, ich würde mich freuen und dann geht es jetzt hier gleich los mit dem Bauen an der Baustelle für die Brickworld 2.0. Danke! Und damit gehen wir jetzt direkt in das Anführungsstrichen Speedbild und beginnen oben mit hier die letzten Stücke der Wand an der Stelle mit diesem Raufaserputz, Raufasertapete zu streichen als Untergrundierung, damit eben die Struktur an den Stellen, an denen früher mal die Trennwände waren, auch ähnlich der restlichen Wand wird. Das heißt, das ist so ein Putz, der wird aufgetragen, der trocknet und dann kann das Ganze überstrichen werden. Und hier mache ich jetzt auch gerade schon mal die ersten Arbeiten an den Decken. Das heißt, dass ich schon mal die Vorbereitungen mache, dass auch die Decke demnächst gestrichen werden kann. Auch da ist es das gleiche Prinzip wie an den Wänden. Erstmal alles hier mit diesem Putz bedecken, damit eben die nackten Holzplatten bzw. Gipskartonplatten, besser gesagt, abgedeckt sind. Und dann kann hier alles so weiter rüber gestrichen werden mit diesem Putz. Und danach kann man dann im nächsten Schritt, das ist nicht in diesem Video heute, kann man dann die Wand, die Decke, sage ich besser gesagt, die Decke natürlich weiß streichen. Und damit bin ich hier auch gleich fertig und dann geht es gleich zum nächsten Schritt. Und zwar geht es gleich darum, dass ich die Wände auch heute fertig mache. Das müssten wir eigentlich gleich sehen und zwar im nächsten Cut, der müsste gleich kommen. Und zwar hier sehen wir jetzt, dass ich hier auch das gleiche Prinzip mache wie gerade eben an der Decke. Hier wird jetzt alles hier hochgestrichen. Ich muss noch ein bisschen was von der alten Tapete entfernen, die hier locker runterhängt, weil auch das sind natürlich die Stellen, an denen früher die Trennwände waren. Wenn ihr mal ein paar Videos in der Playlist zum Umzug, zu den Bauarbeiten zurückgeht, dann seht ihr mal, wie das Ganze hier eigentlich mal aussah. Das waren ja eigentlich mal 3 Räume. Und hier geht es jetzt so hoch, dass ich hier weiter nach oben streiche, bis an die Decke. Die Decke mache ich jetzt hier nicht, weil es doch eher anstrengend ist und ich das ja heute eigentlich gar nicht fertig machen will, sondern ich fange jetzt an, hier die Wände zu streichen, die noch zu streichen sind. Erstmal hier in der Ecke geht es weiter. Dann geht es weiter einfach mit der ganzen Farbe. Ich habe auch einen zweiten Eimer gebraucht. Der erste Eimer ist nämlich nach einiger Zeit schon leer gewesen. Das heißt, 2 Eimer werden es auf jeden Fall hier in dem Ganzen. Und ich musste da noch ein paar Stellen ausbessern unten am Boden, weil auch da die Tapete abgegangen war. Aber es geht auf jeden Fall voran. Es sieht jetzt alles sehr, sehr schnell aus in dem Speed-Bild, in Anführungsstrichen, aber es war doch einiges an Zeit, bis ich das Ganze hier fertig hatte. Ich habe jetzt hier auch nicht alles mitgefilmt, sondern noch einiges rausgeschnitten. Also die Speed-Aufnahmen sind übrigens in 30-facher Geschwindigkeit aufgenommen. Und hier geht es jetzt darum, auch weiter die Wände zu streichen. Dann komme ich gleich zu den Schrägfenstern. Das ist natürlich eine besondere, schöne Arbeit, weil das natürlich sehr viele Verwinklungen sind, wo man jetzt nicht alles mit der Rolle machen kann, sondern teilweise natürlich auch mit dem Pinsel arbeiten muss. Auch hier gab es jetzt schon einen Cut, denn hier sind die einzelnen Fenster innen drin schon fertig aufgestrichen, jetzt außenrum. Oben an der Lampe muss ich noch ein bisschen mit dem Pinsel arbeiten, weil ich natürlich da mit der Rolle nicht rankomme. Und ihr seht, es geht voran. Es dauert aber doch einige Zeit. Auch hier rund um die Heizkörper ist einiges noch zu machen. Und ja, es geht gleich weiter nach hinten. Wenn der Heizkörper fertig ist, da muss ich noch einiges an Spinnenweben und anderen Verschmutzungen an den Wänden erstmal entfernen, damit ich da vorankomme. Aber, wie gesagt, ich habe einiges geschafft in diesen 2 Tagen, die jetzt noch da waren. Das heißt, die Wände, seht ihr am Ende, bin ich wirklich fertig geworden. Und in der Hinsicht muss tatsächlich nur noch die Decke gestrichen werden und vielleicht noch ein paar Ausbesserungsarbeiten hier und da. Ich habe hinten auch ein bisschen an dieser Zugangsluke noch ein bisschen gestrichen, weil die sah auch echt nicht schön aus. Da werde ich die andere auch noch streichen. Und dann sind wir auch schon da am Ende der 3. Wand angekommen. Das heißt, es fehlt eigentlich nur noch die letzte Wand.
Wobei ich habe hier noch oben den Teil vergessen, den habe ich natürlich auch noch aufgenommen. Aber das ist natürlich jetzt noch eine kleinere Arbeit, weil da ist es jetzt relativ einfach zu machen, weil man hier jetzt nicht viel Arbeit hat mit irgendwelchen Verwinklungen. Die Fenster sind, glaube ich, hier jetzt auch schon gestrichen in dem Cut. Also die Innenbereiche. Nee, doch nicht, den muss ich auch noch machen. Aber das ist jetzt sofort fertig und dann kommen wir gleich im letzten Cut zur großen Wand hier neben der Tür. Die letzte Wand, die war jetzt eigentlich auch relativ einfach. Ich habe jetzt auch nicht alles aufgenommen. Ihr seht hier noch, wie ich unten den Rest streiche und dann habe ich es gleich geschafft, dass alle Wände fertig sind. Es ist vollbracht, Leute. Ich habe es geschafft und tatsächlich alle Wände sind fertig, mit Löcher gestopft, gestrichen, Ausbesserungsarbeiten. Alle Wände habt ihr wahrscheinlich jetzt in den ganzen Anführungsstrichen Speedbuilds gesehen. Alle Wände sind soweit fertig. Die Decke ist teilweise vorbereitet. Ihr hört, ich bin ein bisschen außer Atem, weil es am Ende doch ein bisschen anstrengend war. Aber wir sehen jetzt mal noch kurz nach oben. Ihr seht, da muss ich es noch ausbessern. Ist aber keine Riesengeschichte mehr. Hier zwischen diesen Lampen ist es nur so ein bisschen. Und hier vorne seht ihr, ist das Ganze ja schon so weit ausgebessert, dass hier nur noch die Farbe drauf muss. Und ansonsten seht ihr jetzt gerade auch mal, wenn ich jetzt hier rumgehe, dass alle Wände schön weiß sind. Es gibt noch ein paar Flecken. Lass mal schauen. Die kommt immer wieder durch, aber wir schauen einfach mal. Ansonsten werde ich ja eh noch so Schallabsorber anbringen. Notfalls mache ich einfach da drauf, wo die Flecken sind, dann ist das Problem nicht auch gelöst. Aber ein großer Schritt für die Umsetzung der Brickworld 2.0 ist damit geschafft, denn das war wirklich ein großer Teil der Arbeit, neben natürlich den ganzen Wänden rausreißen. Aber die Decke ist der nächste Schritt und dann können wir endlich den Boden angehen und dann sind es neben dem Bauen der Tische und dem Umzug nur noch kleinere Schönheitsarbeiten wie die Heizkörper mal ein bisschen neu lackieren, die Fenster reinigen und zum Beispiel da hinten noch die beiden Fenster würde ich gerne noch streichen, denn die würde ich gerne in weiß streichen, abgesehen davon, dass sie eh schon lauter weiße Flecken haben von irgendjemandem, der hier vorher mal gestrichen hat, ich weiß nicht. Aber ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass ich meinen geplanten Termin mit Mitte März, dass es hier richtig losgehen kann mit den ersten Umzugsarbeiten, halten kann. Und ja, da bin ich sehr zuversichtlich. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und mit all euren Abos, wie auch mit euren Likes und Kommentaren das ganze Projekt hier auch finanziell unterstützt. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann lasst gerne ein Abo da, gerne einen Daumen nach oben und auch gerne einen Kommentar. Das hilft dem ganzen Projekt größer zu werden und damit besser wachsen zu können und finanziell auf besseren Beinen zu stehen. Ich weiß, es klingt immer ein bisschen wie Bettelei, aber das ist ein großes Projekt und es ist tatsächlich so nicht anders stemmbar. Ansonsten, hier seht ihr jetzt nochmal ganz schön diesen Rahmen, da ist noch ein bisschen was übrig. Das ist der abgeklebte Rahmen. So groß ist die aktuelle Brickworld drüben in den alten Räumen. Und dann seht ihr jetzt mal hier, was für ein Unterschied das in den Maßen machen wird. Denn ihr seht, auch ungefähr an der Stelle wird auch der Tisch dann sozusagen stehen, beziehungsweise der neue Tisch natürlich. Und dann geht es hier links, rechts mit den Gleisen raus. Hier hinten kommt der Bereich der Stadt. Da wird dann auch der geplante Zoo irgendwann entstehen. Und hier drüben geht es dann relativ bald rüber in die Altstadt, kommt hier noch hin der Rest. Und dann kommt dahinter noch so ein ländlicher Bereich, wobei ich überlege, ob ich das Ganze nicht noch ein bisschen hier rüber rutsche, damit wir im ländlichen Bereich noch ein bisschen mehr Platz haben. Aber das zeigt sich dann, wenn es soweit ist. Und ansonsten rede ich jetzt schon wieder ewig. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen heute wieder. Und ich denke, dass jetzt wirklich mal hier einiges vorangeht und dass wir hier wirklich mal vorankommen mit dem ganzen Projekt 2.0. Und dann würde ich sagen, vielen Dank. Und das habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ansonsten gesund bleiben natürlich. Und viel Spaß beim selber bauen, selber renovieren, was auch immer ihr heute noch macht oder am Wochenende. Und dann sage ich nur noch Tschüss.